Leckere Nussecke. Hallo! Unsere Zutaten sind schon hergerichtet für unsere Nussecke. Was haben wir denn heute für einen schwäbischen Begriff? Heute nehmen wir ein Schwäberle. Okay, am Ende lösen wir auf und jetzt kommt mit mir mit. Nussecke, das sind eines von unseren beliebtesten Rezepte mit Nüsse, das geht alleweil. Wir machen einen Knetteig, den starten wir jetzt gleich, indem wir die ganze Zutaten in unsere Schüssel reintun und zusammenrühren. Butter oder Margarine, Zucker. Ihr wisst, die Zutaten schreibe ich euch unten rein. Süße möchte eine Prise Salz, Eier, Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Und jetzt rühren wir alles zusammen. Zuerst langsam, bis sich alles miteinander verbunden hat. Was machst du jetzt da? Gucken, ob er sich schon gut miteinander verbunden hat. Unser Knetteig ist fertig. Ist nicht so fest wie der Mürbeteig. Aber zur Verarbeitung ist er echt schön weich. Wir drucken den in ein Blech rein oder wie ich habe mit meinem Backen ohne Boden in der Backrahmen. Als nächstes dann ihr jetzt gleich euren Backofen vorheizen auf Umluft 180 Grad. Und wir machen unseren Boden dann ein. Ich drucke jetzt einmal zuerst auf unser Blech und gucke, wie er sich von der Größe her ausreicht. Nehme ein bisschen dann Mehl. Zuerst mit den Händen und nachher kann man das gut noch mit der Walze schön glatt machen. Mein Backrahmen passe ich nachher der Größe erst an. Ach, das machst du jetzt? Nein, jetzt gucke ich mal, wie weit mein Teig reicht und dann tue ich den dementsprechend anpassen. Wie ihr gesehen habt, ich habe ein bisschen Mehl genommen, damit meine Walze nicht klebt. So, jetzt mache ich meine Fingerabdrücke weg, indem ich mit der kleinen Walze das schön gerade mache. Und jetzt stechen wir wieder ein, weil unser Teig, der schafft nachher wieder und wir wollen keinen Buckel in den Nussecken drin. Jetzt machen wir ein Gesalz drauf. Ich habe ein Aprikosengesalz, ihr könnt aber auch das Gesalz, was ihr möchtet, nehmen. Erdbeer, Himbeer, Kirsche. Aber Aprikosengesalz ist schon super. Das streichen wir jetzt einfach auf unseren Boden. Unser Salz haben wir schön verteilt und jetzt machen wir unsere Butter-Nuss-Mischung. Wir machen die Butter in eine Pfanne rein, lassen den schmilzen mit dem Honig und dann unsere Nüsse dazu. Wir machen unseren Butter in die Pfanne. Dazu tun wir jetzt 2 Esslöffel Vanillezucker oder 2 Päckler Vanillezucker und flüssiger Honig, weil ich tue keinen Zucker dazu. Ich schaffe viel mit Honig. Zudem machen wir jetzt noch einen Teelöffel Zimt
Oder so viel wie ihr mögt. Wenn er rauskommt. Wenn er rauskommen wird, ja. Warten wir, bis sich die Butter aufgelöst hat. Verrühren wir alles miteinander mal, bis es geschmolzen ist. Gebe zu dem Ganzen noch ein bisschen Wasser dazu und unsere gehackte Nussmischung. Ganzer Bottich. Ja. Dann sind da keine Nussecke. Ja. Das verbinden wir miteinander und dann auf unser Teig drauf. Unsere Masse ist fertig. Und jetzt tun wir sie da drauf. Ich mache es mit dem Löffel. Der Profi macht es vielleicht mit der Winkelpalette. Ich brauche aber keine. Schere auf unserem Teig alles verteilen. Schere haben wir unsere Nussmischung oben verteilt und jetzt geht sie für 25 Minuten in den Backofen und wir gucken natürlich zu. Unsere Nussschnitte sind fertig backen. Das ist aus, jawohl. Jetzt machen wir gleich, solange das alles noch warm ist, Schnitte. Weil nachher ist die Masse fest und dann haben wir keine schöne, saubere Schnitte mehr. Ich tue einmal außen rum und dann mache ich Ecken. Machen wir den Rahmen weg. Ihr könnt es, wenn ihr es im Blech gemacht habt, natürlich drinnen lassen. Und jetzt machen wir unsere Ecken. Also gut aus von der Seite. Ja. Größe bestimmt ihr. Zuerst zu Rechtecke. Wenn ihr merkt, dass die Masse reißt, dann macht das Messer nass. So. Und jetzt machen wir Ecken. Oh, das ist eine große Nuss. Ich habe eine Kuvertüre geschmolzen oder in Schokoguss, was ihr machen möchtet. Ich dunk meine Ecken ein. Ich mache sie gleich komplett fertig, indem ich die geschmolzene Kuvertüre in einen stinknormalen Gefrierbeutel rein tue, mache zu und überziehe dann das ganze Blech damit. Bloß den Gefrierbeutel zumachen. Dann schneiden wir ein Stückchen von der Ecke ab. So. Es läuft schon. Ja, die ist schon warm. Und überziehe so meine Nussecke. Machen manche dann das Ei tunken, oder Ja, wie? die dann die Ecke eintunken. Unsere Nussecken sind fertig. Die lassen wir jetzt auf unserem Blech auskühlen. Dann machen wir sie runter und die kann man auch gut aufheben. Wir sind am Ende mit unserem Backen. Wir haben nun einen schwäbischen Begriff gehabt. Was haben wir heute gehabt? Heute haben wir gehabt ein Schwäberle. Ein Schwäberle. Nicht das Schwäberle, was Schwäbisch schwätzt, sondern ein Schwäberle ist ein Streichholz. Ganz einfach.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Mir freut es, wenn ihr meine Nussecke nachmacht, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, einen Daumen hoch und ich guck mal, was wir als nächstes machen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.